So, hallo Freunde. Heute werden wir als erstes mal mit dieser Cobra R9 und diesen 6 Pfeilen auf einen Fahrradhelm schießen. Also wir sehen hier 3 Botkinspitzen, dreimal die normalen Feldspitzen oder Trainingsspitzen drauf. Und das hier ist ein 16 Jahre alter Fahrradhelm. Also nicht, dass mir jemand nachsagt, ich würde hier leichtfertig Sachen zerstören. Fahrradhelme sollen sowieso maximal 5 Jahre getragen werden. Und dann haben sie eigentlich keinen besonders guten Schutz mehr, weil sie dann spröde werden. Der Schaumstoff, der da drin ist. Insofern kein Problem. Hier ein paar Pilze. Naja, und dann geht's los. Also hier mit einer Cobra R9 mit den 90 Pfund Wurfarmen. Also ansonsten ist das Ding ja im Wesentlichen baugleich zu einer Cobra Edda, nur halt als Einzelschussversion. Und ich fange dann mal an mit so einer Feldspitze. Naja, und wir sehen hier in der Wiederholung, ja, die ist schon ein paar Zentimeter eingedrungen und bleibt auch schön stecken. Dann zweiter Schuss, wiederum mit so einer normalen Feldspitze, die auf diesen China-Bolzen standardmäßig schon drauf war. Und wir sehen, ich habe den Helm wieder getroffen, ungefähr genauso weit reingegangen wie die erste. Und jetzt als drittes machen wir mal eine Botkinspitze. Replay. Da sehen wir schon, da ist unten was rausgefallen. Schauen wir uns nochmal Zeitlupe an. Also der Pfeil geht hier ganz schön tief rein und dann fällt unten was raus. Das ist dann die Spitze gewesen, tatsächlich. Dann als viertes haben wir jetzt wieder eine Botkinspitze. Und was hier passiert? Ja, das sieht man gar nichts, die ist irgendwie verschwunden. Müssen wir dann mal schauen, wo die abgeblieben ist. Als fünftes wieder eine normale Feldspitze. Da habe ich unten das Visier weggeschossen, ist dieser kleine Spiegel runtergefallen. Hier nochmal die Slow-Mo links unten, unbekanntes Flugobjekt. Und wir sehen jetzt hier, wie der Pfeil einschlägt, das Visier da runterreißt und dann dieser kleine Spiegel runterfällt. Und der sechste und letzte Schuss wieder mit einer Botkinspitze. Ja, die ist da mittig schön reingegangen. Dann schauen wir uns das Ergebnis mal aus der Nähe an. Ich renne ganz schnell vor. Und wir sehen hier das Ergebnis. Der obere Pfeil, den hatte ich ja nur reingemacht, dass der Helm da hängen bleibt. Dann sehen wir 4 Pfeile stecken im Helm und hier interessanterweise diese eine mit der Botkinspitze, der ist komplett durchgegangen. Da schaut hinten wirklich nur noch die Nocke raus. Ja, sehr spannend. Mal gucken, ob wir das alles wieder rausbekommen. Ja, und da unten sehen wir, dieser eine Pfeil hat hier das Visier weggerissen, der da diesen Spiegel auch abgeschossen hat. Naja, aber mal schauen, wie das von innen aussieht. Ob man das hier rausbekommen. Ja, na, ging relativ leicht. Also der Pfeil, der hier ganz durchgeschossen war, der hat sich jetzt ganz leicht gerade durchziehen lassen, weil der wirklich nur mit der Nocke da oben im Helm gesteckt hat und steckt jetzt hier einfach in der Matte drin. Der ging also wirklich komplett durch hier durch dieses Loch. Das ist relativ faszinierend. Das ist zwar eine Botkinspitze wohlgemerkt. Hier ist sauberes Loch komplett durchgeschossen. Die anderen 4 Pfeile sind hier drin stecken geblieben. Man sieht, wie sie unten rausschauen. Der eine da oben, wo dann die Spitze nach vorne rausgeschossen ist, die war vielleicht nicht besonders gut eingeklebt. Und dann hier so ein Pfeil mit so einer Feldspitze. Das durchgeschossene Loch nochmal von unten, das sieht man, da war halt ein bisschen dünnerer Schaumstoff nur.
Dann haben wir hier die Spitze, also diese Botkin-Spitze, die samt dem Insert aus dem Schaft rauskatapultiert wurde, und hier der abgeschossene kleine Spiegel. Naja, aber mal schauen, ob wir die Pfeile hier wieder aus dem Helm rausbekommen. Also der eine ging ja ganz leicht, der war komplett durchgeschossen. Aber die hier, die alle so ein paar Zentimeter drin stecken, naja, merkt man schon, also hier mit einer Hand geht das erstmal nicht so lässig. Die sind ganz schön fest drin alle. Also sowohl die mit der Botkin-Spitzen als auch die mit den normalen Feldspitzen. Nee, also das wird nichts. Mit einer Hand versuchen wir es mal mit zwei Händen und so einem Pfeilzieher. Ja, so ein Kunststoffteil, mit dem man so einen Schaft dann gut umklammern kann und dann wirklich fest ziehen kann. Also man sieht auch unter höchsten Kraftanstrengungen keine Chance, den Pfeil herauszukriegen. Also der ist, scheint sich hier mit dem Kunststoff komplett verschmolzen. Naja, dann bleibt nichts anderes. Mal schauen, ob man den noch aufziehen kann, diesen Helm. Ja, und auch noch schön hier zugemacht unten. Ja, nee, das tut weh. Der Daumen nach oben war nur gespielt. Also, wenn wir mal gucken, also was hier wehgetan hat, war tatsächlich nicht der Pfeil, der da links so weit rausschaut, sondern der mittig hier, diese kleine, fiese Botkin-Spitze, die hat sich doch genau in die Schädeldecke gebohrt. Also so kann man den Helm nicht mehr verwenden. Also, kleines Zwischenfazit. Das war das Gerät, die Cobra R9 mit 90 Pfund Bogen. Ich hatte gedacht, ich kann vielleicht nochmal mit 130 Pfund dann auch drauf schießen, aber es ist gar nicht nötig. 90 haben ja völlig gereicht. Hier sehen wir das Ergebnis. 2 Pfeile haben sie überstanden. Der eine, der das Visier weggeschossen hat, und der andere, der komplett durchging. Das war hier der mit der Botkin-Spitze. Und die 4 Pfeile, die kann ich jetzt anscheinend abschreiben. Die stecken hier so fest drin, dass man die scheint nicht mehr rausbekommt. Aber am faszinierendsten ist ja wirklich hier dieses Loch. Also hier dieser Pfeil mit dieser Botkin-Spitze ging hier komplett durch. Und das Wunder ist ja, dass die Vanes beide dran geblieben sind. Also man sieht, die eine, die hat zwar so ein paar schwarze Schleifspuren bekommen. Und unten sind sie so einen Millimeter abgerissen oder haben sich so ein bisschen gelöst vom Schaft. Aber ansonsten, dass diese Vanes da dran geblieben sind, obwohl er hier komplett durchging, fasziniert. Na, jetzt habe ich noch einen zweiten Fahrradhelm, der ist sogar noch älter. Weil ich mir aber nicht noch mehr Pfeile kaputt machen will, machen wir hier mal den Test mit dem Spalthammer. Okay, der Helm hat keinerlei Widerstand geboten. Ist hier komplett zerbröselt schon. Ja, den Riemen hat es hier in den Baumstumpf reingetrieben. Also keinerlei Widerstand. Ich gebe nochmal eine Chance. Ich nehme jetzt mal die stumpfe Seite und hau wirklich nochmal ganz zärtlich drauf. Ja, also auch zärtlich bringt nichts. Also man sieht, so ein alter Fahrradhelm ist völlig unnütz. Es ist komplett desintegriert, das Teil hier. Also wenn ich vom Fahrrad falle und mit dem Kopf auf die Bordsteinkante knall, ist das mit Sicherheit genauso ein starker Impact. Ich habe jetzt wirklich mit der stumpfen Seite relativ soft da drauf gehauen und das Ding ist komplett zerbröselt. Ich habe nochmal alle Teile zusammengesammelt. Also Fazit, so ein alter Fahrradhelm ist wirklich absolut sinnlos. Das wird hier alles komplett porös, hier diese Schaumstoffeinlagen, und bieten wirklich keinen Schutz mehr. Also tauscht mal wieder eure Fahrradhelme auf. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.